das so ein bisschen erkennen, wie lang die sind, wenn die schlüpfen. Ja, mach das mal mit. Ja, ich zeige euch mal, wie groß so ein Tigerpython ist, wenn er schlüpft. Ich tu dich mal da rein. Oh, oder auch nicht. Moment. Kann man das vielleicht so ein bisschen erkennen? Schön, dass ihr wieder da seid. Nach dem Corona-Lockdown ist das Reptilium nun wieder geöffnet. Vielleicht macht der Beitrag Appetit und ihr geht einfach mal hin. So, was ich hier gerade auf der Hand halte, sind Tigerpythons. Und zwar eine wildfarbene und eine Farbvariante. Die sind jetzt gerade vor eigentlich fast genau einem Monat sind die geschlüpft. Also fast einen Monat, fast 4 Wochen sind sie jetzt alt. Die sind schon ganz schön kräftig für ihr Alter hier. Das merkt man wirklich, das sind kleine Würgeschlangen hier. Kräftig von der ersten Minute. In dem geräumigen Terrarium der Tigerpythons tut sich was. Das Männchen stichelt mit seinen Afterspornen am Weibchen herum. Aftersporne sind rudimentäre Überbleibsel von Hinterextremitäten. Besonders bei Menschen einiger Riesenschlangen sind sie sehr ausgeprägt. Im Grunde genommen haben sie keine größere Funktion, sieht man einmal von dem taktilen Einsatz vor der Paarung als Stimulanz für das Weibchen ab. Das Paarungsgeschehen kann sich über Wochen ziehen, weshalb die Diagnose trächtig oder nicht nur schwer zu stellen ist. Es gilt abzuwarten. Zur Entwicklung der Eier sollten die Weibchen eine gute Substanz haben. Also wird in den folgenden Wochen reichlich gefüttert. Davon profitieren auch die Menschen, denn der Futterneid ist groß und so bekommen sie mehr als genug. So nach und nach werden 2 Albino-Weibchen immer fülliger und verweigern irgendwann die Nahrungsaufnahme. Ein untrüglicher Hinweis auf die Trächtigkeit. Tatsächlich haben die sich bisher erst ein einziges Mal gehäutet und sind ungefähr 30 bis 40 Zentimeter lang, wenn sie schlüpfen. Wir sind schon stolz darauf, dass das geklappt hat mit der Nachzucht. Die Weibchen, die dieses Mal gezüchtet haben, waren auch wesentlich jünger. Insgesamt sind es tatsächlich auch 34 Babys geworden. Entschuldigung, 35 Babys, ich habe einen unterschlagen. Das ist die Regel, dass sich Schlangen eigentlich nicht um ihre Eier kümmern. Bei Pythons oder jetzt auch speziell bei unseren Tigerpythons haben wir das wunderbar beobachten können, dass die ihre Eier gelegt haben und sich dann um die Eier herumgeschlungen haben, herumgeringelt haben und die also bebrütet haben, indem die also permanent gezuckt haben und durch die Reibung auf den Eiern halt Wärme entstanden ist. Und so haben die ihre Bruttemperatur ja wirklich auch einigermaßen konstant gehalten. Das ist ja
ja wirklich total faszinierend. Was ich persönlich ganz besonders finde, es hat wirklich fast 2 Monate gedauert, ehe die Babys geschlüpft sind. Und diese 2 Monate haben die Mamas ohne Unterbrechung, ohne Pause auf den Eiern verbracht, haben nicht gefressen, sich halt außer diesem Zucken kaum bewegt. Wir haben immer mal versucht, ihnen Wasser anzubieten. Mal haben sie es angenommen, mal nicht. Aber also es war eine Hingabe, die wirklich ihresgleichen sucht. Tigerpythons sind tolle Tiere. Deshalb und auch wegen ihres meist friedlichen Naturells sind sie bei Privathaltern sehr beliebt. Trotzdem muss man sich die Anschaffung solcher Riesen auch gut überlegen. Wer kein Terrarium in Wohnzimmergröße hat, sollte es lassen. Auch der Gedanke, die Tiere, wenn sie zu groß geworden sind, an Zoos abzugeben, ist irrig. Die haben schon längst keine Kapazitäten mehr, eben weil die Tigerpythons so schnell wachsen. So, was ich jetzt hier gerade habe, das ist auch ein Tigerpython, wie man auch wieder sieht, die normale Wildfarbe. Und es ist der Papa zu den beiden Kleinen hier. Wir haben nämlich nur ihn als normale Wildfarbe, ansonsten haben wir nur Farbvarianten als Männchen. Und ja, deswegen kommt er als einziger Papa in Frage, weil die Mama war ja auch eine Farbvariante. Okay, Moana, aber wie kann man das begründen? Also es kommt nur er in Frage, weil Albino Mama plus Albino Papa gibt Albino Babys und Albino Mama plus Wildfarben Papa gibt beides. Und das Glück hatten wir ja. Ergänzend ist jedoch zu erwähnen, dass der Vater genetisch betrachtet unbedingt Träger des Albino-Gens sein muss. Andernfalls wären alle Jungtiere dieser Verbindung Wildfarben. Papa und seine Kinder zusammen, man sieht also auch wirklich deutlich den Größenunterschied. Also den Papa, den haben wir übrigens als Fundtier bekommen, erschreckenderweise. Der wurde tatsächlich ausgesetzt und wir haben ihn dann bekommen von der Tierrettung. Die Aufnahmen haben wir in einem Bereich der Außenanlage gemacht. Und genau die werde ich euch in der nächsten Folge vorstellen. Vorerst lassen wir Moana mit dem Aufräumen alleine. Hier ein kleiner Vorgeschmack auf das, was kommt.